Guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren C-Screen-Sim Tutorial Video. Heute geht es um die manuelle Verwendung von Inverse Kinematic. Als Beispiel werde ich jetzt hier einen Teleskoparm aus diesen zwei Dekorationsobjekten bauen, mit Hilfe von Inverse Kinematic. Dazu benötige ich insgesamt drei verschiedene Scene-Objekte, die Inverse Kinematic Bone, Inverse Kinematic Joint Object und ein Inverse Kinematic Control. Mein Inverse Kinematic Joint Object wird die Bewegung durchführen, egal ob ich es translatorisch oder rotatorisch möchte, und als Referenz hat sie immer zwei Inverse Kinematic Bones, also die Referenzpunkte, zwischen welchen die Bewegung durchgeführt werden soll. Mein Inverse Kinematic Control kontrolliert mir die Bewegung insgesamt. Ich beginne damit, dass ich die Inverse Kinematic Bones einfüge, als allererstes am Anfang meines Teleskops aus. Das ist mein Referenzstartpunkt. Dann ungefähr an der Grenze von beiden. Das heißt, ich bewege mich kurz mal dahin, füge noch einen weiteren Knochen ein und als allerletztes am Endpunkt meines Teleskoparms. Wichtig für diese Bones ist es, dass ungefähr die Sphäre am Gelenkpunkt, am Endpunkt eben, also zwischen den beiden ist, und die Pyramide bzw. der Pfeil des Bones in die Richtung der jeweiligen Bewegung zeigt. Also hier haben wir dann eben ein Ein- und Ausfahren in X-Richtung. Ich benenne die jetzt fürs Einfachere mal um. Das ist mein B1. Dann mein B2 und das ist mein B3. B1 selektiere ich mir dann noch einmal und kann dann hier unten im Bone Control den einmal pinnen. Also sage ich, das ist mein Startreferenzpunkt und pinne den hier einmal fest für meine Bewegung. Als nächstes füge ich jetzt meine iKey Joints ein. Da brauche ich insgesamt zwei. Einmal von B1 zu B2 und von B2 zu B3. Die kann ich hier einmal in der Collection finden und einfügen. Hier, den nenne ich jetzt gleich mal um, B1, B2. Öffne ich dann den Object Linker und kann dann über Drag and Drop mir die jeweiligen Knochen einfügen hier, zwischen welchen eben hier jetzt eine Bewegung passieren soll. Wichtig ist, dass die auch in der richtigen Direktion sind. Also B1 muss Baum A sein und B2 muss Baum B sein. Identisch gehe ich jetzt mit dem zweiten vor. B2, B3. B2 als Baum A und B3 als Baum B. Ich sehe, dass sie sich jetzt auch gleich ausgerichtet haben zwischen den jeweiligen Knochen. Die kann ich aber für weiteres einfach mal unsichtbar schalten. Wichtig ist es jetzt, dass ich in diesen Bones, beziehungsweise in diesen Joints, hier über das iKey Joint Object Joints hinzufügen kann. Also hier lege ich jetzt an, welche Bewegung dazwischen durchgeführt werden soll. Zwischen B1 und B2 soll keinerlei Bewegung passieren, weder rotatorisch noch translatorisch. Also füge ich mir jetzt erstmal einen hinzu und bin auch gleich beim richtigen, denn der Angular Joint sagt, zwischen diesen zwei Referenzpunkten soll keine rotatorische Bewegung passieren. Füge ich mir jetzt noch einen zweiten hinzu, kann hier aufklappen und über dieses Dropdown-Menü mir einen anderen auswählen. Jetzt möchte ich hier auch keine translatorische Bewegung zwischen den ersten zwei Punkten haben und setze hier einen Distance Joint. Das ist eben identisch zum Angular Joint, nur eben für translatorische Bewegungen. Wichtig, immer Apply Change drücken, damit die Einstellung auch gespeichert bleibt. Dann deselektiere ich mir jetzt das und selektiere den zweiten. Hier soll jetzt auch keine rotatorische Bewegung passieren. Das ist also wieder ein Angular Joint als erstes.
Aber ich möchte jetzt eine translatorische Bewegung haben, weil ich ja möchte, dass ich am Schluss zwischen Point 2 und Point 3 das Ganze in x-Richtung nach vorne und nach hinten bewegen kann. Dafür gibt es hier den Point-on-Line-Joint. Wenn ich den auswähle, bekomme ich hier unten ein Achsen-Property-Fenster auf und kann jetzt hier sagen, ich möchte eine Bewegung in x-Richtung. Deswegen mache ich da 1, 0, 0 drauf und apply auch wieder die Changes. Damit hätte ich jetzt meine Bewegung schon dargestellt. Als letztes brauche ich jetzt noch ein Target. Also am Schluss ein Element, das ich bewege, anhand dessen sich mein restliches Inverse-Kinematik-Gebilde mitbewegt. Kann ich jetzt hier einfach nochmal ein Dekorationsobjekt ganz am Anfang einfügen, ungefähr hier. Das ist dann mein Target. Wenn ich das dann rumziehe, soll sich eben auch der Teleskoparm ein- und ausfahren. Um das Ganze eben jetzt zu kontrollieren, brauche ich jetzt noch ein Inverse Kinematic Control. Das füge ich mir einmal ein, selektiere mir das und gehe als erstes zum Object Linker. Hier setze ich jetzt, kann ich mal eben mein Target setzen und meinen Target Bone, also sprich den letzten Bone in meiner Bewegung und als Target das Dekorationsobjekt. So. Bevor ich das aber mache, muss ich erstmal noch reparenten. Und zwar das Dekorationsobjekt 1 reparente ich jetzt an meinen Bone 2. Und um auch die Bewegung dann vom Bone 3 durchzuführen, nehme ich das Dekorationsobjekt 2 und reparente es an Bone 3. So. Jetzt Object linke ich mir meinen Bone 3 hier ran und mein Target-Objekt. Sehe, das hat sich jetzt auch alles gleich ausgerichtet und kann jetzt mein Target bewegen und habe mir einen Teleskoparm gebaut. Wenn ich den jetzt ein- und ausschalten möchte, die Bewegung, das kann ich im IK Control einmal machen, kann ich hier im Property Fenster sagen, Use Activation Slot, bekomme dann hier einen Slot. Wenn der voll ist, sieht man, ist das eben auch aus. Kann ich dann auch wieder einschalten. So. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.